Ist die EM-Drive der NASA eine Sensation, die eine Revolution in der Raumfahrt möglich macht? Konkret werden Mikrowellen dabei in einem kegelförmigen Hohlraum aus Kupfer hin und her bewegt. So soll ein Schub erzeugt werden, quasi ein treibstoffloser Antrieb, der nur mit Sonnenenergie funktionieren würde, der nicht nur eine Kolonie auf dem Mars, sondern auch die Erkundung des äußeren Sonnensystems leichter machen könnte. Und jetzt gibt es eine neue Studie dazu. Klicks um Science Fiction, herzlich willkommen und vielen Dank für den Themenvorschlag auf WhatsApp dort in der Community. Das große Problem der Raumfahrt und der Erkundung des Weltalls ist einfach seine gigantische Größe. Die Distanzen zwischen den zahlreichen Himmelskörpern sind einfach enorm. Für uns Menschen sind sie ohne Warp-Antrieb mit Überlichtgeschwindigkeit kaum zu schaffen. Jedenfalls nicht in Zeiträumen, die wir uns erträumen. Die Antriebssysteme, die wir bislang kennen, brauchen viel zu viel Treibstoff. Das alles stellt uns in Bezug auf unsere Visionen vor riesige logistische Probleme. Zu schön, um wahr zu sein, erschien dann im Jahr 2014 die Idee der NASA. Ein neuartiges Antriebssystem, das keinen Treibstoff braucht, nach bestimmten Quantenprinzipien funktioniert und das, obwohl es die bekannten Grundgesetze der Physik verletzt. Ein Science-Fiction-Antrieb, der vielleicht alle unsere Raumfahrtvisionen wahrmachen könnte. Doch schon damals war trotz aller Euphorie klar, die NASA hatte keinesfalls einen solchen neuen Antrieb realisiert, einen Prototypen oder gar ein neues Raumschiff gebaut. Der kurze Bericht, der veröffentlicht wurde, bezog sich auf das sogenannte EM-Drive-Konzept des britischen Ingenieurs Roger J. Shawyer. Der hatte ein Gerät entwickelt, das eine Antriebskraft ohne Treibstoff erzeugen kann und das nur durch die Reflexion von Mikrowellen in einem Kegelhohlraum. Demnach würden sich Wechselwirkungen mit Teilchen und Quantenfluktuationen ergeben, die diese Kraft erzeugen. Doch Sawyers Arbeit wurde hart kritisiert, beispielsweise für einige enthaltene Fehler, die er abstritt, aber auch dafür, dass er seine Ergebnisse nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht hatte, die nach dem Peer-Review-Verfahren arbeitet, also wo Wissenschaftler vor der Veröffentlichung die eingereichten Studien überprüfen. Ja, doch dagegen standen wiederum die Experimente eines chinesischen Forschungsteams, das tatsächlich solch eine Antriebskraft gemessen haben wollte. Auch das entsprechende NASA-Team um Harold White hatte bei ihren Untersuchungen einen solchen Effekt aufgespürt, auch wenn dieser etwas kleiner war als der, den ihre chinesischen Kolleginnen und Kollegen gefunden hatten. In ihrem wirklich ziemlich kurzen Bericht schreibt die NASA von verschiedenen Tests, die durchgeführt wurden, um klarzustellen, dass das Messergebnis nicht von einem anderen Effekt hervorgerufen oder beeinflusst worden war. Zitat: Test results indicate that the RF resonant cavity thruster design is producing a force that is not attributable to any classical electromagnetic phenomenon, therefore is potentially demonstrating an interaction with the quantum vacuum virtual plasma. Die gemessene Kraft sei demnach also nicht durch klassische magnetische Phänomene zu erklären, stattdessen sei möglicherweise eine Interaktion mit virtuellem Quantenplasma anzunehmen. In dem kurzen Bericht von 2014 ist also wirklich nur von den Messungen die Rede und das NASA-Forschungsteam gab zu diesem reinen Laborexperiment keine physikalische Begründung oder Erklärung ab. Der Arbeit zufolge jedenfalls könnte der EM-Drive für einen treibstofflosen Antrieb sorgen. Den benötigten Strom für die Mikrowellen könnte man im Weltraum beispielsweise durch Solarenergie gewinnen und ihre Reflexion sorge dann für den Schub. Doch die Kritik an dem Experiment riss nicht ab. Schließlich war der gemessene Effekt sehr, sehr klein und die meisten Forscherinnen und Forscher weltweit glaubten eher an einen Messfehler als an eine Sensation. Und genau das konnte etwa 2 Jahre später überprüft werden, denn die Ergebnisse von NASA-Forscher White und den Kolleginnen und Kollegen wurden dann offiziell in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Die Wissenschaftscommunity begann mit der Qualitätskontrolle und im Mai 2018 kam dann eine große Studie der Universität Dresden heraus. Hier hatte man sich jahrelang mit der mysteriösen Schubkraft beschäftigt und den ganzen Versuch unter anderem auch in einer Vakuumkammer laufen lassen. So sollte man alle äußeren Einflüsse ausschließen. Zudem wurden die meisten Vorgänge automatisiert und mit einer extrem genauen Torsionswaage auch die kleinsten Schubkräfte messbar gemacht. Und tatsächlich, am Anfang stimmte die Datenlage mit den Messergebnissen der NASA überein. Durch die Reflexion der Mikrowellen entsteht im Kegelinneren eine kleine Schubkraft.
So schien es doch, jetzt haltet euch fest, diese konnte das Forschungsteam auch messen, wenn gar kein Schub produziert wurde. Heißt also ganz konkret, selbst wenn keine Mikrowellen im Kegel vorhanden waren, ließ sich diese Kraft messen. Das Fazit des Dresdner Forschungsteams ist deswegen eindeutig: Der Effekt entsteht nicht durch irgendwelche mysteriösen Wechselwirkungen zwischen dem Quantenvakuum und den Mikrowellen, sondern lässt sich auf eine ganz andere Wechselwirkung zurückführen, nämlich auf die uns bekannte Wechselwirkung zwischen dem Erdmagnetfeld und den stromführenden Kabeln des EM-Drives. Und ihr könnt euch vorstellen, auch dieses Experiment wird nicht von allen gefeiert, und na klar, ein perfektes Experiment gibt es nicht, und vielleicht lässt sich auch an der aktuellen Studie etwas finden, was EM-Drive theoretisch noch retten könnte. Ja, wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr hier die kaputte Abo-Box auf YouTube und verpasst kein Video mehr. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Clixum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, neuer revolutionärer Raumfahrtantrieb. Ja, bis dann. Bleibt dran.